und Kollegen, liebe Gäste. Ich darf Sie auch in dieser Woche wieder herzlich willkommen heißen zu einer Veranstaltung im Rahmen unserer kleinen Reihe zu Capacity-Building-Maßnahmen digital, in der wir einige ausgewählte Projekte und Perspektiven des Archaeological Heritage Networks vorstellen und die Frage diskutieren, wie die Projekte und die Mitglieder des Netzwerks mit den aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie umgehen. In der heutigen Veranstaltung liegt der Fokus auf der Fernlehre und der Vermittlung von Wissen über große Distanzen hinweg, wobei verstärkt digitale Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Das Ziel, Wissen digital zu vermitteln und darüber hinaus immer und überall verfügbar zu machen, gewinnt in Krisensituationen an Bedeutung. In der aktuellen Corona-Pandemie wurde die Vermittlung von Wissen aus der Ferne zur alltäglichen Realität. Worte wie der Titel unserer Veranstaltung, „Wir beginnen in Kürze“, blinken auf den Computerbildschirm und ersetzen die reale Begrüßung im Seminarraum. Schon die vorherigen Veranstaltungen zeigten das Potenzial der vorhandenen digitalen Möglichkeiten. Aber auch die Grenzen des digital Machbaren wurden angesprochen und der fehlende persönliche Kontakt thematisiert. Werden wir heute hören, dass die Zukunft der Fernuniversitäten den Fernuniversitäten gehört, Vorlesungen völlig überflüssig werden und nur noch spezielle und kompakte Präsenzveranstaltungen benötigt werden? Oder macht die Lehre eine Rolle rückwärts, sobald es wieder möglich ist, wie es in einem Zeitungsartikel gerade formuliert wurde? Ich begrüße als Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer Professor Dr. Christian Rabe vom Lehr- und Forschungsgebiet Denkmalpflege und historische Bauforschung an der RWTH Aachen, Caitlin Williams vom Fachgebiet Denkmalpflege der BTU Cottbus-Senftenberg, Dr. Steffen Lorenz, Referent für Digitalisierung beim Deutschen Akademischen Austauschdienst und Sebastian Dobberstein, Leiter der Stabsstelle Kommunikation am Deutschen Archäologischen Institut. Mein Name ist Alexandra Riedel und ich führe Sie heute durch die Veranstaltung. Jetzt sehen wir auch alle unsere Referenten. Besten Dank. Und ich würde auch gleich starten. Wir haben heute auch gleich eine kleine technische Herausforderung. Caitlin ist auf dem Land und da auch auf dem Land in Deutschland wir arge technische Probleme mit der Internetverbindung haben, wird es eine Herausforderung sein, dass wir sie immer sozusagen, dass sie immer zu Wort kommen kann. Wir werden sehen. Damit lassen wir uns beginnen. Ich komme zugleich sozusagen in unserer Diskussionsrunde zu unserem ersten Gast, den ich jetzt auch etwas näher vorstellen möchte. Professor Christian Rabe ist Architekt und hat sich vor allem der Denkmalpflege und Bauforschung verpflichtet. Er fokussierte auf die Lehre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der BTU Cottbus-Senftenberg und an der RWTH Aachen, blieb aber parallel immer in der Praxis und betrieb zusammen mit der Professorin Martina Apri ein auf Denkmalpflege spezialisiertes Büro hier in Berlin. Seit 2008 vertritt er das Lehr- und Forschungsgebiet Denkmalpflege und historische Bauforschung an der RWTH Aachen und hat sich in dieser Position stark in internationalen Capacity-Building-Projekten engagiert. Er war in den Jahren 2016 bis 2019 in den Aufbau des Masterstudienganges Architectural Conservation an der GJU in Amman, Jordanien, ein Projekt des Arcanet involviert, leitete 2017, 2018 zusammen mit Frau Apri die Restaurierung der großen Kuppel im Basar von Teheran und baut seit 2019 eine Lehrkooperation zum Thema Heritage and City Development zwischen der RWTH Aachen und dem Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction und City Development der Universität in Addis Abeba auf. Herr Rabe, Sie waren in ganz unterschiedlichen internationalen Capacity-Building-Maßnahmen und Projekten involviert, wie wir gerade gehört haben. Können Sie uns zum Einstieg in unsere Diskussion die Bandbreite der Anforderungen und der Lösungsansätze in solchen Projekten aus Ihrer Perspektive aufzeigen? Ja, vielen Dank erstmal für die nette Einführung. Man kann das ja nicht so verallgemeinern. Ich glaube, es gibt ganz große Unterschiede bei den verschiedenen Projekten. Wie Sie sich vorstellen können, ist im Iran natürlich über die fachliche Zusammenarbeit die politische und, das muss man im Iran auch immer sagen, religiöse Komponente eine ganz wichtige. In Jordanien sind wir getroffen auf Partnerinnen und Partner,
die uns ja sehr nahe waren, qua Ausbildung und auch qua Austausch, den man über Jahre hatte. Das ist ja in gewisser Weise auch ein westlicher Standard, auf den wir da trafen. Und das hat sehr leicht gemacht im Organisatorischen etc. Nicht immer, wie das so ist, aber im Prinzip. Äthiopien ist ganz interessant für uns, weil das wirklich so eine Begegnung auch auf Augenhöhe ist. Äthiopien hat sich ja recht eigenständig entwickelt, war verschlossen, hatte aber auch an die University of Addis Abeba, die hat doch immer sehr viel Kontakte in den Westen gehabt, aber das sind so Details, die für uns dann ganz wichtig waren, die politische Öffnung dort hat dazu geführt, dass die Hochschulen plötzlich selber Studiengänge initiieren dürfen. Das musste vorher alles politisch und so weiter abgeklärt werden. Und das Erste, was die Architekturfakultät dort gemacht hat, ist, dass sie einen Studiengang für Heritage Conservation eingerichtet hat. Das heißt, man hat einen besonderen Fall und das ist für uns deshalb so interessant, weil im Grunde Fragestellungen im anderen Kontext da aufkommen, die für uns ebenso wichtig sind. Es ist so, man hat dort erkannt, dass es bei der Aufmerksamkeit, die Äthiopien gerade gewinnt und bei dem ganzen Kapital, was vor allem aus China, das kennen Sie alle vielleicht, wenn Sie in Afrika mal zu tun waren, man hat das Gefühl, man ist in der chinesischen Stadt teilweise. Und was da kommt, dass gleichzeitig damit unglaublich Verdrängungsprozesse, also was wir so elegant mit Gentrifizierung bezeichnen, passiert an ganz anderen Maßstäben. Und die Kolleginnen und Kollegen dort haben sehr schnell erkannt, dass diese viele Fragestellungen, die wir mit der Denkmalpflege, auch im städtebaulichen Denkmalschutz bei uns stellen, dort enorm wichtig sind, weil eben zu Denkmalbereichen, die gar nicht so rechtlich definiert sind, sozioökonomische Umfelder gehören und so weiter. Und das sind Fragestellungen, also ein größerer Kontext, den wir uns da gemeinsam widmen. Das heißt, die sind inhaltlich doch alle sehr unterschiedlich gelagert. Wichtig ist vielleicht im Vergleich um das mal so ein bisschen zu theoretisieren, im Vergleich zu Jordanien, es gibt diese Projekte, das werden Sie auch alle kennen, es gibt diese Projekte, die nenne ich immer Grassroot-Projekte, das heißt, die entstehen aus einem persönlichen Kontakt und dann fängt man klein an mit einer Summer School und so weiter und entwickelt das Step by Step. Das sind eigentlich aus meiner Erfahrung heraus sehr nachhaltige Geschichten oder es gibt das, was eben in Jordanien gewesen ist, das sind so Top-Down-Projekte. Das heißt, es wird etwas initiiert, das Geld ist da plötzlich und dann wird das so aus dem Nichts herausgestampft mit allen Problemen. Also beide Typologien sozusagen haben verschiedene Probleme, aber das sind so die großen Unterschiede. Was ich festgestellt habe, es gibt immer wieder die Frage, also inszeniere ich oder baue ich Strukturen auf und hoffe, dass dann innerhalb dieser Strukturen was passiert. Ja, das ist sehr viel, was wir mit diesem Begriff Networking und so verbinden. Und ich saß heute Morgen wieder in so einer Sitzung, da gab es also wahnsinnige Grafiken, die was genetwerkt werden soll. Oder das, was doch sehr häufig auch der Fall ist, das werden Sie beim DRI auch kennen, dass natürlich die Initiative einzelner Persönlichkeiten sind. Die müssen dann natürlich eine Struktur vorfinden, ja, das ist ja klar. Aber wenn man das mal so gegeneinander stellt, müssen die Systeme stimmen oder ist die persönliche Initiative wichtig? Das ist vielleicht so ein ganz grundlegendes, vereinfachendes Statement. Dann ist, glaube ich, diese persönliche Initiative einzelner Akteurinnen oder Akteure ganz bedeutend. Besten Dank. Damit würde ich schon unsere zweite Diskussionsteilnehmerin in der heutigen Runde vorstellen, Caitlin Williams. Caitlin Williams studierte Journalismus und Welterbe in New York und Cottbus. Eine sehr schöne Achse. Nachdem sie von 2013 bis 2017 zurück in Amerika bei der Historical Society in New York gearbeitet hatte, kam sie zurück nach Deutschland an die BTU Cottbus-Senftenberg. Sie begann ihre Promotion und unterrichtet seit 2017 in den beiden internationalen Studiengängen an der BTU. World Heritage Studies, kurz WHS, und Heritage Conservation and Site Management, kurz HCSM. Seit April 2020 ist sie akademische Mitarbeiterin am Fachgebiet Denkmalpflege der BTU Cottbus-Senftenberg. Caitlin, du hast im letzten Semester an den beiden internationalen Studiengängen WHS und HCSM unterrichtet und musstest wie auch andere deine Lehre radikal umstellen. Nur dass deine Studenten in der ganzen Welt verteilt sind. Wie bist du mit dieser eher besonderen Situation umgegangen?
Ja, hallo. Danke, Alexandra. Vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme an dieser Diskussion. Leider habe ich gerade eine schlechte Internetverbindung, was ironischerweise eine der größten Herausforderungen des Online-Unterrichts ist. Aber ja, ich bin Caitlin Williams und im letzten Semester habe ich Conservation of Ruins and Archaeological Sites für die Masterprogramme World Heritage Studies und Heritage Conservation and Site Management unterrichtet, so WHS und HCSM. Beide Programme sind international und werden auf Englisch unterrichtet. WHS wurde 1999 eingerichtet und HCSM 2013. Jedes Jahr sind etwa 50 Studierende an der WHS und etwa 20 an der HCSM immatrikuliert. Unter normalen Umständen kommen alle WHS-Studierenden nach Cottbus. HCSM ist ein Joint Master Programm, das in Kooperation mit der Helwan-Universität in Kairo und mit Unterstützung vom DAE sowie dem ägyptischen Ministerium für Altertümer durchgeführt wird. Die Studierenden im Internationaltrack können entweder die BTU oder Helwan als Heimatuniversität wählen und müssen ein Auslandssemester an der Partneruniversität verbringen. Natürlich konnten in diesem Semester viele Studierende wegen der Situation mit dem Coronavirus nicht persönlich in Cottbus sein. Wir als Lehrende hatten nicht viel Zeit, um uns auf die neue Situation vorzubereiten. Eingeschriebene Studierende kommen aus der ganzen Welt. Hier sehen Sie einige der Orte, von denen aus die Studierenden an dem Kurs teilgenommen haben. Wir mussten bei der Planung der Lehre die verschiedenen Zeitzonen beachten. Das war natürlich eine große Herausforderung. Denn wir wollten nicht, dass jemand um 2 Uhr morgens aufstehen muss, um an den Kurs teilzunehmen. Deswegen haben wir beschlossen, dass es am besten ist, asynchron zu unterrichten. Ich habe jede Woche meine Vorlesungen aufgenommen und auf das BTU Medienportal hochgeladen. Den Link zum Video habe ich dann auf Moodle gestellt. Moodle ist unsere interne E-Learning-Plattform, die nur von eingeschriebenen Studierenden genutzt werden kann. Hier jetzt auf dem Bildschirm zu sehen. Studierende konnten das Video über einen Link direkt in Moodle streamen. Ein Problem war, dass einige Studierende zu Hause keinen Zugang zu einer guten Internetverbindung hatten, wie ich. Das war eigentlich das größte Problem, das wir immer noch zu lösen versuchen. Wir wollen, dass diese Programme so integrativ wie möglich sind. Eine Studie der BTU hat jetzt ergeben, dass die asynchrone Methode am beliebtesten bei den Studierenden ist. Gerade wegen manchmal unzuverlässigen Internetverbindungen erwies sich die Möglichkeit des Downloads von Präsentationen als nützlich für die Studierenden. Da mein Kurs ein Seminar sein sollte, wollte ich einen Weg finden, eine Diskussion zu simulieren. Dafür habe ich für jede Vorlesung Diskussionsforen auf Moodle eingerichtet. Sobald ich eine Vorlesung hochgeladen hatte, hatten die Studierenden eine Woche Zeit, sie sich anzuziehen und eine der 5 oder 6 Diskussionsfragen zu beantworten, die ich während jeder Vorlesung im Diskussionsforum gestellt habe. Das hat ziemlich gut funktioniert, aber der Zeitrahmen müsste so sein, dass es sich mehr wie eine interaktive Diskussion anfühlt. So aber habe ich gemerkt, dass die Studierenden bei einem einwöchigen Zeitrahmen nur sporadisch antworteten. Es fühlte sich ein wenig unzusammenhängend an und Studierende beschäftigen sich weniger intensiv mit den Themen.
So ein Hauptbestandteil des Kurses ist normalerweise eine Exkursion kombiniert mit der praktischen Arbeit. Aber dies war wegen des Coronavirus nicht möglich. Daher sollten die Studierenden sich eine archäologische Stätte aussuchen, die für sie zugänglich ist, wo immer sie sich befinden. Dort haben sie eine freie Feldarbeit durchgeführt, um Ideen für den Umgang mit der Stätte zu finden, insbesondere eine zeitgemäße Interpretation der Stätte zu entwickeln. Dieses Unterrichtsformat gab den Studierenden auch die Möglichkeit, eigenständiger an einem Projekt zu arbeiten, das sie interessierte, und berufliche Kontakte in ihren Heimatländern zu knüpfen und Interviews zu führen. Auf dem Bildschirm sehen Sie einige der Kulturerbestätten, die die Studierenden für ihre Projekte ausgewählt haben. Natürlich besteht einer der Hauptvorteile eines internationalen Programms wie diesem darin, zu lernen, wie man mit Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und beruflichen Hintergründen zusammenarbeitet. Und das haben die Studierenden in diesem Seminar ein bisschen verpasst, während die Diskussionsforen es ihnen ermöglichten, miteinander zu interagieren. Versuchte ich, andere Wege zu finden, um sinnvollere Interaktionen zwischen den Studierenden zu fördern. Obwohl der Kurs asynchron unterrichtet wurde, hielt ich es für wichtig, mindestens eine Live-Sitzung zu haben. So fanden wir gemeinsam einen Zeitraum, in dem wir alle per Videochat zusammenkommen konnten, so dass sich Studierende über ihre Arbeiten austauschen und ihre Erfahrungen diskutieren konnten. Das hat trotz einiger technischer Schwierigkeiten recht gut funktioniert. Aber ich hoffe, dass ich in Zukunft andere Wege finden werde, um Austausch und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden zu fördern. So, ich bin gespannt zu hören, ob Sie Anregungen haben oder welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Aber das ist alles für mich. Vielen Dank. Vielen Dank, Caitlin. Nach diesen zwei Statements aus der Lehre, aus der aktuellen Lehre, haben wir als dritten Diskussionsteilnehmer ja eine ganz andere Perspektive eingeladen. Dr. Steffen Lorenz ist Referent für Digitalisierung in der Stipendienabteilung am Deutschen Akademischen Austauschdienst. Also er lehrt gar nichts, sondern er verschickt Lehrende und Studenten. Steffen Lorenz studierte am Institut für Afrikanistik und Ägyptologie an der Universität zu Köln und wurde dort in Afrikanistik promoviert. Er lehrte an der Universität Köln danach sowie an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, bevor er 2019 zum Deutschen Akademischen Austauschdienst kam. Beim DAAD ist er als Referent für Digitalisierung unter anderem für die strategische Weiterentwicklung der Stipendienabteilung im Bereich Digitalisierung zuständig. Herr Lorenz, der DAAD ist der größte Förderer für den internationalen Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern in Deutschland. Die aktuellen Reisebeschränkungen infolge der Corona-Pandemie und der internationale Austausch, der für die DAAD ja ganz zentral ist, scheinen unvereinbar. Was haben die Herausforderungen für Ihre Arbeit bedeutet und wie sind Sie damit umgegangen? So, ja, zunächst erstmal auch vielen Dank für die nette Vorstellung. Sie haben es ja schon angesprochen, der DAAD, für den DAAD ist internationale Mobilität nicht nur wichtig, sondern auch namensgebend. Entsprechend ist natürlich auch unsere ganze Arbeit davon dominiert, wie wir internationalen Austausch und internationale Mobilität gestalten können. Jetzt durch die Corona-Krise hat uns das natürlich sehr schwer betroffen und die Antwort würde ich in zwei Phasen aufteilen. Zum einen in eine Phase, die ich mal als Krisenbewältigung bezeichnen würde und in eine zweite, wo es dann tatsächlich um Mitigationsmaßnahmen ging,
wo wir inzwischen auch schon relativ weit fortgeschritten sind. Erstmal zum Thema Krisenbewältigung. Sie müssen sich vorstellen, ich habe jetzt nicht die konkreten Zahlen im Kopf, aber es sind doch mehrere Tausende deutsche Geförderte, die sich im Ausland befanden zum Zeitpunkt, dass die Corona-Krise begonnen hat. Da hat es natürlich dann auch was mit Fürsorgepflicht zu tun gehabt, sich die Frage zu stellen, wie können wir dafür sorgen, dass diese Personen sicher nach Deutschland kommen. Da haben wir natürlich versucht, so schnell wie möglich auch die finanziellen Möglichkeiten zu schaffen, haben flexibel Reisekosten erstattet, auch unabhängig der Höhe, einfach nur um den Leuten zu ermöglichen, unseren Geförderten zu ermöglichen, sicher wieder nach Hause zu kommen, die ja auch zum Teil in wirklichen Risikoländern sich befunden haben. Ähnliches gilt aber natürlich auch für die Geförderten, die in Deutschland sich aufgehalten haben, also die aus dem Ausland stammen, die auch wieder in ihre Herkunftsländer natürlich oder ihre Heimatsländer wieder wollten. Das war ein sehr, sehr großer Arbeitsaufwand, den wir leisten mussten und tatsächlich auch geschafft haben, zumindest größtenteils. Also ich kenne auch eine Kollegin, die ganz, ganz lange in der Zentralafrikanischen Republik hängen geblieben ist. Zu ihr lässt sich aber auch sagen, dass ihre Förderung einfach so lange verlängert wurde, bis sie wieder in Deutschland angekommen ist. Das heißt, da haben wir sehr flexibel reagiert, reagieren müssen auch und konnten das dann dank auch der Unterstützung der Geldgeber, die natürlich das letzte Wort bei solchen Fragen auch haben, konnten wir das dann auch machen. Das Gleiche gilt dann übrigens auch für die Migrationsmaßnahmen, die wir in der Folge ergriffen haben. Und hier würde ich auch nochmal eine Trennung machen. Wir haben natürlich mehrere Zielgruppen oder Gruppen von Geförderten, sage ich mal, im DAAD. Wir haben zum einen die Schiene der Projektförderung, und zum anderen die Individualförderung. Das sind natürlich dann auch ganz andere Bedürfnisse, die sich da infolge der Corona-Krise gestellt haben. Und wir haben in beiden Gruppen tatsächlich in beiden Bereichen versucht, flexibel und schnell zu reagieren. Nur um ein Beispiel zu nennen, im Bereich der Projektförderung. Wir haben in sehr kurzer Zeit 2 Programme auf die Beine gestellt. Eines nennt sich IVAC, International Virtual Academic Collaboration, wo sich auch Hochschulen, deutsche Hochschulen zusammen mit Partnern bewerben konnten, um eben digitale Maßnahmen in der Lehre zum Beispiel, also umzusetzen. Ein sehr ähnliches Programm haben wir dann auch noch mit IP Digital, internationale Programme digital aufgesetzt. Auch hier geht es um internationale Zusammenarbeit mit digitalen Formaten und digitalen Mitteln. Da sind inzwischen auch die Bewerbungsfristen schon abgelaufen. Das heißt, man kann sich da leider nicht mehr drauf bewerben. Aber da haben wir auch vieles angeboten. Für bereits in Partnerschaft befindliche Studiengänge und Hochschulen haben wir auch Informationsangebote geschaffen zu digitaler Lehre, zu digitaler Kollaboration. Haben so ein bisschen versucht, Wissensmanagement zu betreiben in diese Richtung. Und wenn ich jetzt dann in meine Abteilung, die Stipendienabteilung schaue, die eben zuständig ist für die Individualförderung, haben wir versucht, waren wir natürlich auch vor der Frage, wie können denn unsere Stipendiaten und Stipendiatinnen ihre Förderung fortsetzen, die sich ja eigentlich im Ausland verortet. Und hier haben wir auch geschafft, auch mit Hilfe der Geldgeber, flexible Lösungen zu schaffen, dass sie die Wahl hatten, entweder ihr Studium im Ausland abzubrechen, es zu unterbrechen, wenn sie es noch nicht angetreten haben, zu verschieben, auch teils sehr lange, also verschieben bis zu 12 Monaten in einigen Fällen. Oder auch, wenn es möglich ist, tatsächlich digital ihr Studium fortzusetzen und das mit einer Förderung durch den DAAD, was auch wirklich was Besonderes in dem Fall ist. Nur zum Vergleich, für Erasmus ist das nicht möglich. Das heißt, da haben wir etwas geschaffen, auch eben mit Hilfe des Auswärtigen Amtes und des Bildungsministeriums, was von EU-Ebene nicht angeboten wird. Und um nochmal eine zusätzliche Ebene einzuziehen, die vielleicht auch für Sie ganz interessant ist. Wir haben natürlich auch eine ganze Reihe an Lehrenden unter unseren Geförderten. Also nicht nur Studierende, sondern auch Lehrende. Wir haben verschiedene Lehrprogramme auch, Langzeitdozenturen, Lektorate. Und auch dort haben wir versucht, wirklich flexibel
angepasst an die jeweilige Situation vor Ort. Das sind immer Personen aus Deutschland, die dann an Hochschulen in aller Welt eine lehrenden Funktion übernehmen und dort eben auch die Möglichkeit zu schaffen, für diejenigen, die es können, an ihren jeweiligen Hochschulen dann auch digital zu unterrichten. Ja. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es oftmals gar nicht so einfach ist und war. Nur mal so als kleines Beispiel. Wir haben auch eine Langzeitdozentin im Bereich Archäologie an der Jordanian German University in Amman. Und bei der ist es so, dass es an der Universität leider nicht möglich ist, digital zu unterrichten. Die musste ihren Antritt einfach verschieben. Vielen Dank für diese Einblicke, die, glaube ich, für die meisten von uns komplett neu sind. Diese haben wir ja sonst gar nicht. Ich würde, oder sagen wir ganz ähnliche Probleme oder die Suche nach neuen Fördermöglichkeiten und das Ausprobieren neuer Formate, darüber kann uns sicherlich auch unser nächster Gast noch etwas berichten. Eingeladen heute Sebastian Dobberstein, Leiter der Stabsstelle Kommunikation des Deutschen Archäologischen Instituts. Sebastian Dobberstein ist Historiker und hat von 2008 bis 2017 hier in Berlin beim Bundestag als Referent gearbeitet. Seine Schwerpunkte waren die Außenpolitik und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Jahr 2018 kam er als Koordinator des Archaeological Heritage Networks an das DAI und wechselte schließlich 2019 in die Stabsstelle Kommunikation, die er seitdem leitet. Sebastian, das DAI beschritt ebenfalls neue Wege in diesem Jahr und startete schon im April 2020 Fernpraktika, etwas ganz Neues. Zuerst im Forschungsdatenmanagement und zur Öffentlichkeitsarbeit hier in Berlin. Danach Praktika in Athen folgten und ganz aktuell gibt es neue Ausschreibungen zu Archivarbeit, zu Arbeitstechniken in den Altertumswissenschaften und zu antiker Baukeramik. Die Fernpraktika scheinen ja auf große Resonanz zu stoßen. Du selbst hast am Fernpraktikum Öffentlichkeitsarbeit mitgewirkt. Kannst du uns an diesem Beispiel beschreiben, wie diese Praktika aufgebaut sind und durchgeführt werden? Und welche Zielgruppe sprecht ihr mit den Fernpraktika an? Ja, also erstmal zur Einleitung und nochmal zum kurzen Rückblick vielleicht auch. Also viele Bereiche innerhalb und außerhalb vom DRI, da ist ja die Lehre aus der Ferne und aus der Distanz nichts Neues. Wenn es zum Beispiel die Sicherheitslagen in einigen Ländern, in denen das DRI aktiv ist, nicht zugelassen haben, dort Lehrgänge durchzuführen vor Ort, dann wurde halt auch dort schon aus der Ferne angeleitet. Und wir haben es jetzt auch gerade schon gehört, verschiedene Universitäten, für die ist es die Lehre per Videokonferenzsystem ja nichts, was jetzt im März und April durch Corona irgendwie erfunden wurde, sondern was schon eine lange Tradition hat. Aber für uns im März, als die Corona-Einschränkungen dann immer weitreichender wurden, war es halt was Neues. Und wir hatten zwar schon Videokonferenzsysteme, die waren dann aber eher auf kleinere Nutzergruppen angelegt. Wir brauchten ein System, das mal auch mehr als 20 Verbindungen stabil zulässt und dann halt auch noch einige Tools hat, die für die Lehre wichtig sind, ne, sowas wie Whiteboard oder dass man Breakout-Rooms machen kann, wenn man die Gruppe mal teilen muss. Und es gab halt verschiedenste Möglichkeiten und wie es halt auch so manchmal im Fußball ist, ne, da gibt es 80 Millionen Bundestrainer auf einmal und da gab es dann auf einmal 80 Millionen Hobby-Videokonferenz-Experten und das wurde auch in den Medien heiß diskutiert, was ist das Beste, was ist das Sicherste etc. Also wir sind jetzt mit unserer Lösung sehr zufrieden. Es hätte aber auch durchaus andere Möglichkeiten geben können und es war ja auch kaum Zeit, denn, und damit komme ich zur Frage der Zielgruppe, uns erreichten immer mehr Nachrichten von Studierenden, die sagten, uns sind die Jobs Corona-bedingt weggebrochen, unsere Praktika wurden gekündigt. Es war ja auch lange nicht klar, ob das Semester überhaupt wirklich so durchgeführt werden kann. Und wir wollten halt mit dem Fernpraktika eine Möglichkeit anbieten, dass Studierende die Möglichkeit haben, sich weiter zu qualifizieren, dass sie auch Nachweise von Pflichtpraktika für ihr Studium absolvieren können und ja auch einen Ausgleich schaffen für weggebrochene Studentenjobs.
Die Teilnehmerzahlen, die wir denn dann hatten, das variiert auch. Also wir hatten in unserem Praktikum Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 10 Teilnehmerinnen, in anderen waren es nur 2. Und das kommt dann halt darauf an, der Betreuungsaufwand steigt mit jedem Praktikantin, Praktikanten und so auch die Kosten. Das sind jetzt die beiden entscheidenden Faktoren. Alexandra, du hast es schon gesagt, Praktika beendet bereits im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Forschungsdatenmanagement, Archiv, WebGIS-Anwendung und jetzt gerade demnächst starten Praktika zu Arbeitstechniken in den Altertumswissenschaften, antike Baukeramik, Archivarbeit in den Altertumswissenschaften. Die Praktika sind so aufgebaut, 2 große Blöcke, einmal regelmäßige Unterrichtseinheiten. Am Beispiel von unserem Praktikum waren das Grundlagen, Einführung in Bilddatenbanken, über Medienrecht bis hin zu Wissenschaftsjournalismus. Und zum Zweiten Arbeitsaufgaben, die dann von zu Hause aus erledigt werden können, so Erstellung von Blogbeiträgen, Erstellung von Social-Media-Content, Metadatenkuratierung in Bilddatenbanken. Gerade bei den Blog-Einträgen, da sind richtig tolle Sachen bei rausgekommen. Da hatten wir zum Beispiel eine Praktikantin, die sehr zeichnerisch talentiert war. Die hatten Video zu Friedrich Hinke und dem Friedrich-Hinke-Archiv erstellt. Oder wir haben auch individuelle Arbeitspakete vergeben. Bei dem Beitrag des DRI für die Lange Nacht der Ideen des Auswärtigen Amtes haben 2 Praktikantinnen die Event-Homepage komplett selber gestaltet, also von Programm bis Anmeldung, später die Videos, die man sich immer noch angucken kann übrigens. Das heißt also, die Fernpraktikantinnen und Fernpraktikanten haben auch richtig, richtig gute Arbeit abgeliefert, von der wir in der Stabsstelle Kommunikation oder generell des DRI sehr profitieren konnten. Es müssen halt Arbeitsaufgaben sein, die man von zu Hause aus erledigen kann, und da stößt halt das Fernpraktikum auch so ein bisschen an seine Grenzen, denn wenn man jetzt handwerklich praktische Dinge zum Beispiel vermitteln will, da kommt man dann halt über die Videokonferenzsysteme nicht mehr so wirklich weiter. Damit bin ich auch schon am Ende meiner Ausführungen. Da war ich wieder stumm gestellt. Vielen Dank. Alle Beiträge führen die enorm kreative und produktive Nutzung der digitalen Möglichkeiten im letzten halben Jahr gut vor Augen. Nun waren die technischen Werkzeuge, wie ja auch schon gesagt, nicht neu. Fernuniversitäten, analog und digital, Online-Lernplattformen wie Coursera oder edX, Online-Tutorials und allgegenwärtige YouTube-Videos gibt es schon sehr viel länger. Corona hat der Wissensvermittlung online anscheinend einen rasanten Entwicklungs-, aber vermutlich auch einen Akzeptanzschub beschert. Auch am DAI konnten wir die steigende Nachfrage nach Online-Ressourcen oder Online-Tutorials lebhaft verfolgen. Im März, April zum Beispiel verzehnfachten sich die Zugriffszahlen bei den iDai-Tutorials. Aber wohin führen diese Entwicklungen und welchen Stellenwert wird der persönliche Kontakt zu Orten und Menschen in diesen Entwicklungen einnehmen? Dazu würde ich Herrn Rabe gern gleich nochmal fragen. Herr Rabe, Sie haben mit Kollegen der RWTH Aachen den Kurs Cultural Heritage and Transformation mit Themen rund um die Denkmalpflege und das Heritage Management am Beispiel Aachens auf die Lernplattform edX gestellt. Dabei erproben Sie konsequent neue Vermittlungsangebote. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Angebot bisher gemacht? Ja, also die Vorrednerinnen und Vorredner haben ja schon ganz richtig darauf hingewiesen, oder Sie ja auch, wir müssen die Instrumente, die neuen, müssen wir unterscheiden, die schon, oder neu sind sie nicht, die eben schon da waren, die wir jetzt nutzen. Und da müssen wir uns fragen, eben, was können wir digital einfach vermitteln? Der erste Versuch war ja, das, was man analog macht, irgendwie ein Filmchen oder so, oder eben über solche Plattformen wie Zoom jetzt zu verbreiten. Und das verfeinert sich ja vielleicht. edX ist deshalb interessant, weil dort eine zentrale Plattform steht für verschiedene Angebote verschiedener Hochschulen. Und wir haben das so ein bisschen spielerisch begonnen, würden wir heute vielleicht auch etwas ernster nehmen, aber das Spiel ist ja eigentlich auch eine wichtige Sache bei dem Beginn von Projekten. Und wir haben uns erstens gewundert, und das ist eine Erfahrung, die ich sicher mit allen teile, dass das doch viel mehr Arbeit macht. Ja? Also online ist schön, macht aber viel Arbeit. Und
Das Zweite ist, dass man natürlich gehemmt ist, oder nicht gehemmt, aber dass man natürlich schaut und weiß, das Ganze trägt sich ja irgendwie in die Welt raus. Das ist ja dann da, online für jedermann. Sie alle kennen natürlich die Situation in einem Vorlesungssaal oder im Seminarraum. Das ist ja auch eine gewisse Intimität, die ja eine gewisse Lockerheit generiert. Ja, wenn ich immer so eine automatische Zensur habe, das fängt bei den Bildrechten ja an, ja, bei den Bildrechten bis hin zur korrekten Sprache und so weiter. Und dann inhaltlich natürlich die Frage, dass man sagt, naja, ich mache jetzt was weltweit abzurufen ist. Und wir haben angefangen mit so einem kleinen Thema, was Aachen nun betraf, im größeren Rahmen. Dann muss man sagen, hey, ist das nicht vielleicht auch etwas, was völlig auf dem Mond ist? Ja? Also auch inhaltlich richtet man sich natürlich anders aus, weil die Adressaten natürlich viel, haben Sie ja schon genannt, viel breiter aufgestellt sind. Ich weiß nicht mehr, wer der Adressat eigentlich ist. Und das macht es merkwürdig. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die Leute eigentlich abholen muss. Das ist ja ein Feeling, das kennen Sie alle, was man im direkten Kontakt hat. Sie spüren ja etwas, Sie spüren ja, ob eine Kommunikation in der Lehre funktioniert oder nicht. Also sollte man spüren, sonst sollte man seinen Beruf mal hinterfragen. Und da reden Sie ja ins Off, Sie reden in so eine Blackbox rein und wissen gar nicht, was zurückkommt. Also im Grunde sind wir doch in einer Phase, dass wir ausprobieren, was zu transportieren ist mit diesen Medien, ne, was also eine wirklich erfolgreiche Bereicherung auch sein kann und was nicht. Und dann noch ein zweiter Aspekt, der wurde auch schon jetzt mehrmals angesprochen oder hat sich auch in Bezug auf die digitalen Praktika gezeigt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch die Leistung der Studierenden, ja, dass wir uns da Gedanken machen müssen, wie das eigentlich sozusagen Rückhalt, also was fordern wir? Wir fordern in einigen Seminaren jetzt eben auch Filmchen und so weiter, ein bisschen wie eine Rache, weil wir merken, wie viel Arbeit das macht, so eine Vorlesung ordentlich aufzunehmen und dann als Konserve ins Netz zu stellen. Ja, das verlangen wir von denen jetzt auch. Und siehe da, je nachdem, wie man da mit den Formaten, das habe ich also auch erlebt, experimentiert, kommen da plötzlich, und da kann ich Herr Dobberstein nur zustimmen, auch ganz tolle und überraschende Sachen zurück. Also nach der ersten Phase, wo wir diese Krisenbewältigung, das hat Herr Lorenz ja angesprochen, eigentlich durchgemacht haben, fängt jetzt auch so ein bisschen an, dass wir eruieren und gucken, was kann denn anders zurückkommen und wie verändert das wirklich auch das, was wir transportieren? Also das ist eine Frage, transportieren wir eigentlich noch das, was wir vorher lehren wollten, oder gibt es da auch Änderungen? Ja? Also das sind, glaube ich, wichtige Fragen, die man sich hier stellen muss. Und ganz formal hat man auch gemerkt, als letztes dann, dass natürlich bei den Studierenden, und wir reden jetzt nicht wie in Cottbus von besonderen Studiengängen, da haben sich die Leute ja entschieden, das zu machen, diese Masterstudiengänge ganz explizit auch in ganz kleiner Gruppengröße durchzuführen. Wenn man eine RWTH frühstücken wir 270 Studierende pro Jahr, und da gibt es Pflichtfächer, also es gibt auch das Schwarzbrot, eben nicht nur die Kür. Und da hat dann die analoge Lehre natürlich auch in gewisser Weise was Disziplinierendes. Ne? Sonst haben wir jetzt so ein bisschen auch, das habe ich gemerkt, weil man dann schauen konnte, wie viel Mal die Vorlesungen eigentlich und wann vor allem abgerufen wurden, kommt so eine Netflix-Mentalität da rein. Ne? Dann gibt es eben die Nächte, in denen man sich so Serien durchzieht, kurz vor der Prüfung natürlich. Ja? Das gibt es dann auch. Also es sind so verschiedene Aspekte, und ich glaube, wir sind in so einer Experimentalphase, wo wir auch gucken müssen, was wir auch an Leistungen vielleicht in Bezug auf diese schon eingeführten Medien abverlangen können. Und dann wird es, glaube ich, interessant. Apropos Netflix, etwas ganz Witziges, was ich vor 2 Tagen noch gehört habe, war, dass mir ein junger Bekannter erzählt hat, dass er und seine Freundin genau diese Videos, von denen Sie gerade sprechen, immer in doppelter Geschwindigkeit anhört, weil sein Referent einfach immer zu langsam ist. Und dass YouTube und alle Formate darauf jetzt auch schon eingestellt sind und das automatisch, dass man das anklicken kann. War mir auch komplett neu. Also wir sehen, dass die Moderne oder die Jugend, die Digital Natives, dort ganz andere Anforderungen stellen, von denen wir wahrscheinlich gar nicht immer vorher wissen, dass es die überhaupt gibt. Sebastian, ich würde gleich nochmal bei dir nachhaken, auch im Prinzip ganz ähnlich.
Bei der Vorbereitung und Durchführung der Fernpraktika musstet ihr ja auch über neue didaktische Methoden und über die Aktivierung der Praktikanten nachdenken. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Und haben sich dort auch bestimmte Methoden, Praktiken bewährt? Ja, also wir haben ganz allgemein durch die Bank weg eigentlich bei den verschiedensten Online-Formaten festgestellt, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu aktivieren. Jetzt auch was Diskussions- oder Vortragsformate angeht. Das läuft bei den Fernpraktika etwas besser. Da ist ja schon mal zumindest so der Grundanreiz da, dass man sich beteiligt. Und trotzdem war es immer dann wirklich am allerbesten, wenn ganz individuelle Aufgaben verteilt worden sind. Also wir hatten jetzt nur in Anführungszeichen 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sodass man halt nur 10 individuelle Aufgaben verteilen musste. Aber statt halt die Frage zu stellen, irgendwie, ja, liebe Fernpraktikantinnen, was kann man denn alles irgendwie bei Metadatenkuratierung, wenn Sie jetzt auf Ihrer Festplatte ihre Bilddateien beschriften, was kann man alles falsch machen, diesen Aspekt in 10 Einzelfragen aufgeteilt und die Leute einzeln aufgerufen und dann halt jedem eine andere Frage gestellt. Und dann, also jetzt nicht die ganze Zeit über, aber das brach dann soweit das Eis, dass dann die Beteiligung reger wurde und so halt auch bei den Arbeitsaufgaben, wenn wir erstmal festgestellt haben, wo sind denn die Stärken und Schwächen von den, oder ich möchte erstmal nur von den Stärken sprechen, wo sind denn die ganz besonderen Stärken unserer Fernpraktikantinnen und Fernpraktikanten, dann haben wir, wie gesagt, solche Dinge gefunden wie, wir brauchten noch so eine Event- Homepage für die lange Nacht der Ideen oder die haben sich dann am Ende auch ganz aktiv an dem Programm selbst beteiligt, indem sie ein kleines Quiz entworfen haben, in dem wir historische Fotos aus unserer Bilddatenbank genommen haben und dort ein kleines Quiz draus gemacht haben. Und so mit den ganz speziellen individuell zugeschnittenen Aufgaben konnten wir die Leute wirklich so ein bisschen auch hinterm Ofen vorlocken und die Beteiligung war dann sehr gut. Caitlin, wie ist deine Internetverbindung? Du hast ja auch, du hast ja auch ganz viele Erfahrungen in der Richtung gemacht und du hast ja auch selbst davon gesprochen, dass es ein bisschen das Hemmnis war, auch bei euch, auch noch zusätzlich durch die asynchrone Unterrichtsweise, Kontakt mit den Studierenden aufzunehmen. Und da nimmt auch immer noch die Internetprobleme, von denen wir ja immer sprechen. Kannst du sagen, also wie resilient, wie stabil ist dieses System Fernlehre? Wie stark haben die technischen Probleme den Erfolg deiner Veranstaltung tatsächlich behindert? Und weißt du, wie deine Studenten dies einschätzen? Ich antworte auf Englisch, wenn das okay ist. Ich habe meine Präsentation ausgeschrieben und vorgelesen, aber ich kann spontan viel, viel besser auf Englisch sprechen. Yeah, so I showed a piece of a study that was done by the Student Council for World Heritage Studies, kind of looking at the students' experiences from last semester. And about 30% of the students said that they didn't have access to stable internet. And so they also said, though, that this asynchronous method, so this idea of, pre-recording the lectures and then making them accessible was the best way to deal with that. And I also tried to kind of help them with this internet issue and with scheduling issues by giving them a week. I indicated that I gave them a week to watch the lectures, and that did help. But in multiple questions, they indicated that making these things downloadable, including the lecture itself, reading materials, the PDFs, the lecture slides, it's a lot, because that enables them to download these things when they have internet and then access them when they don't. However, I do feel like, especially in programs like VHS and HCSM, can you hear me still? Yeah. No. But maybe you can switch off your video, okay. Then it's maybe easier. Yes, let's see. 1 moment. Okay, hopefully this is a little better. So I think this
making these things downloadable is one solution, but I really felt like having a situation where they can actually interact with each other and with me was very necessary. So it doesn't solve all of the issues, but I think it is possible. The only time it becomes an issue is when you do want to get that practical hands-on work. And of course, that becomes much more difficult in a distance learning setting. So, but otherwise, yeah, the students said the asynchronous method worked well, but they prefer the lectures and everything else to be downloadable. So that was one kind of takeaway that we had from this semester. Danke, Caitlin. Es wurde ja jetzt viel über den persönlichen Kontakt und auch diesen fehlenden persönlichen Kontakt gesprochen zwischen Mensch, dem Erfahren des Ortes. Mit der aktuellen Situation ist das natürlich kaum richtig möglich. Für den DAAD ist der Austausch, das Erleben des Gastlandes natürlich essentiell. Wie kann denn ein Bezug zum Gastland, wie können Netzwerke aufgebaut werden, wenn gerade die persönliche Begegnung weitgehend unmöglich ist, Herr Lorenz? Ja, da sprechen Sie natürlich ein ganz schwieriges Thema an. Wenn man die Antwort dazu hätte, dann wären wir alle schon einen großen Schritt weiter. Tatsächlich ist es erstmal so, jetzt wurden ja auch die großen Schwierigkeiten angesprochen, sowohl auf Seiten der Lehrenden, wo ein größerer Aufwand besteht, und um auch Kontakte überhaupt herzustellen, ja nicht nur diese Materialien bereitzustellen, sondern auch einen persönlichen Kontakt herzustellen, aber eben auch die Schwierigkeiten auf Seiten der Geförderten, die vielleicht auch andere Ansprüche oder der Studierenden, die andere Ansprüche auch an ihr Erlebnis des Studentendaseins haben, als dass man zu Hause vor einem Rechner sitzt und dort sich etwas konsumiert und vielleicht in einem Forum was dazu schreibt. Wir versuchen das tatsächlich auch ein Stück weit zu evaluieren, sowohl auf lehrenden Seiten, wo wir bei unseren Lektoren eine Umfrage gemacht haben, auch zu ihren Erfahrungen, aber auch auf Seiten der Geförderten. Und was wir schon mal unabhängig von den Ergebnissen dann dieser Evaluationsmaßnahmen sagen können, ist, dass die Geförderten Interesse daran haben, physisch mobil zu sein. Die würden gerne vor Ort sein. Das sehen wir auch ich hatte ja vorhin erzählt, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, unseren Stipendiaten und Stipendiatinnen, wie sie jetzt umgehen mit der Situation. Die meisten warten lieber ab, bis sie dann tatsächlich auch in ihre Gastländer können, an ihre Gasthochschulen können. Und das zeigt schon, wie schwierig also erstmal, wie wichtig eben dieser persönliche Aspekt den Geförderten ist und dass digitale Studienformate eben vielleicht doch etwas anderes sind als reguläre Studienformate. Ja, dass wir es eben mit anderen Zielgruppen zu tun haben und auch mit anderen Bedürfnissen bezüglich Betreuung und eben auch mit anderen Herausforderungen, was eben das Herstellen von Netzwerken zum Beispiel angeht. Also das Vernetzen ist eben deutlich aufwendiger oder das Herstellen von Netzwerken ist deutlich aufwendiger, wenn man eben nicht vor Ort ist. Und wenn wir schon wüssten, wie wir das effektiv und problemlos und effizient umsetzen könnten, das wäre natürlich sehr schön. Aber da sind wir auch tatsächlich noch am Überlegen und gucken uns deswegen auch ganz genau an, wie das jetzt aktuell läuft. Das wird natürlich allgemein noch sehr spannend werden. Ein Blick in die Zukunft, Herr Rabe. Die Umstellung auf digitale Vorlesungen war natürlich in diesem Jahr ein enormer zeitlicher Aufwand. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Wenn nun alle Ihre Vorlesungen, etwas provokant gesprochen, eingesprochen sind und die Kurse auf edX eingestellt sind, haben Sie in den folgenden Semestern ganz viel gewonnene Zeit zum Forschen? Ja, klar. Ja, man kann so erforschen, was alles nicht funktioniert. Also die Digitalisierung kommt ja nicht allein, wissen wir alle. Da gibt es ja noch Familie, also die Organisation des eigenen Corona-Lebens gibt es ja auch noch und der Angehörigen. Und dann, wie gesagt, ich habe es schon kurz angesprochen, gibt es ja zwei Phänomene. Das ist so eine Typenfrage. Ich bin viel pingeliger geworden bei den Vorlesungen. Ja, habe jedes und O daraus geschnitten. Das dauert Zeit. Und ein guter Kollege, ein netter Kollege von mir, der propagiert genau das Gegenteil. Der propagiert wörtlich keine Angst vor Niveauverlust. Ja,
Also der versucht da so trashig ein bisschen durchzukommen. Ist ein anderes Konzept, muss man dann hinterher vielleicht bewerten. Eine Sache noch, nicht als Jammern, sondern als Phänomen. Ich habe das Gefühl, man ist, wie gesagt, bei uns ist das ein recht großer Laden, oder ich persönlich kann das ja nur für mich sagen, ich bin für die Studis noch, darf ich sagen, noch leichter zu erreichen. Ja? Also Hilferufe per Mail, das Wissen darum, das erreichen einen und dann weiß man, man kann das mit so einem kleinen Zoom-Team, kann man das schnell machen. Das ist was anderes, weil das so offiziell jetzt ist, als vielleicht mal ein Anruf. Ne? Und dann richtet man das ein und ich habe das Gefühl, ich kommuniziere, vielleicht nicht effektiver, ja, aber zumindest zeitlich viel, viel häufiger mit den Studenten. Das wäre auch noch so was. Das ist etwas, das geht immer ein bisschen unter und wird als Last gesehen, aber das kann man ja auch positiv sehen, ja, dass plötzlich diese Schranke der Kommunikation, die ja auch immer so ein Top-Down-Problem hat, also aus diesen Projekten im arabischen Raum weiß ich, dass ein Professor spricht man eigentlich außerhalb gar nicht an groß, ja, manche, also je nach Land, aber dass das aufgehoben wird. Ich meine, wir laden uns alle gegenseitig in die Arbeitszimmer oder Wohnzimmer ein und plötzlich fällt da eine Schranke. Das, wie gesagt, das nimmt auch Zeit in Anspruch, aber das ist vielleicht auch ein positiver Effekt, kann das sein, ja. Also so viel mehr Zeit, vielleicht ändert sich das ja im Wintersemester, ich fürchte nicht, wäre natürlich schön, aber vielleicht kann man sich ja mal in einem halben Jahr wieder treffen oder in einem Dreivierteljahr und dann gucken, was ist denn wirklich passiert. Ja, vielleicht sind wir dann alle wieder in den alten Trott gefallen und auf Moodle stehen ein paar mehr Filmchen für die Studenten und so weiter. Und es gibt ein paar mehr Zoom-Konferenzen, vielleicht war es dann auch. Das ist ja eine spannende Frage. Schaffen wir das wirklich, das Positive rüber zu retten oder nochmal genau zu gucken, was passiert denn da eigentlich gerade? Und ich glaube, diese Distanz, zumindest für so eine Massenhochschule, die ich ja vertrete, die ist im positiven Sinne auch vielleicht etwas weniger geworden. Ja? Auch nochmal, weil Sie auch gerade sagen, mit den Zielgruppen und wohin es vielleicht auch gehen könnte. Herr Lorenz, Sie berichteten ja auch bereits von Stipendien für ein Studium aus der Ferne. Könnten solche Stipendien auch in der Zukunft Teil des Programms des DAAD sein? Ließe sich dadurch vielleicht neue Zielgruppen erschließen, Frauen in arabischen Ländern, die vielleicht nicht so viel reisen dürfen oder ganz andere Gruppen erschließen, ganz andere Menschen erreichen? Ja, nun ist es ja so, dass die Corona-Krise nicht die Gedanken zur Digitalisierung erst geschaffen haben, sondern eher Gedanken beschleunigt haben. Jetzt ist genau die Frage mit Stipendien für digitale Studienformate, sage ich mal, ist etwas, über das wir uns schon Gedanken gemacht haben, bevor Corona überhaupt existierte. Und entsprechend gibt es die Überlegung auch eben Stipendien zu schaffen, wo zumindest in teilweise digitalen Formaten auch studiert werden kann. Ne? Also diese berühmten Blended Learning Formate, sowas haben wir tatsächlich auch schon im Portfolio. Es gibt einen Studiengang bei uns im sogenannten EPOS-Programm, das ist ein Programm in der Entwicklungszusammenarbeit. Da ist auch übrigens die Helwani-Universität in Kairo mit beteiligt, wo wir auch Studierende in einem Blended Learning-Studiengang schon fördern. Und entsprechend haben wir uns ja schon Gedanken gemacht, wie können wir das ausweiten? Und das tun wir auch, natürlich jetzt nochmal verstärkt. Da kommt allerdings, wie Sie selber ja auch schon gesagt haben, noch andere Aspekte dazu. Digitalisierung kommt ja nicht allein, sondern Digitalisierung kommt aktuell in einem Konglomerat oder einer Masse von zeitgenössischen und zeitgeistigen Themen wie auch Nachhaltigkeit, Chancengerechtigkeit, SDGs. Und diese Fragen, die gehören natürlich alle mit dazu, wenn wir uns überlegen, wie können wir denn ein digitales Stipendienprogramm oder ein Stipendienprogramm für digitale Studienformen gestalten. Und genau das sind eben diese Gedanken, was Sie auch gemeint haben. Wie können wir bestimmte andere Zielgruppen ansprechen? Wie können wir andere Ziele auch erreichen, als die wir vielleicht aktuell erreichen können mit dem Angebot, was wir bereits haben? Das ist ein bisschen das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe.
wahrscheinlich ist es gar nicht unsere klassische Zielgruppe, die sich dafür interessiert, sondern sind es andere Zielgruppen. Und vielleicht können wir dann eben auch mehr an Chancengerechtigkeit schaffen, dass wir eben auch Personengruppen internationalen Austausch ermöglichen, die jetzt daran noch nicht teilhaben können. Vielleicht können wir auch eine gewisse andere Form von Nachhaltigkeit schaffen, sei es jetzt ökologisch, weil wir vielleicht Reisen verhindern oder indem wir eben physische Mobilität in digitale Formate umwandeln oder eben andere Formen von Nachhaltigkeit unserer Wirkung. Da machen wir uns ganz viele Gedanken drum. Da muss man aber auch wirklich sagen, wir sind noch nicht so weit, dass wir die Lösungen haben. Ich glaube, das haben wir jetzt in vielen der Wortmeldungen gemerkt. Wir sind im Prinzip mitten in einem Prozess der Umstellung. Vieles wird gerade erprobt, wie die Bauaufnahme, von der wir auch schon gehört haben, die jetzt online durchgeführt wird von den Kollegen der TU Berlin. Experimente werden gewagt, wie die Fernpraktika. Möglichkeiten und auch Grenzen ausgelotet, wie wir letzte Woche ja auch bei den Hands-on-Projekten gesehen haben. Die Intention unserer kleinen Reihe zu Capacity Building in einer digitalen Welt war es, Arcanet Partnern und Projekte zu Wort kommen zu lassen und damit einen Beitrag zu diesen aktuellen Diskussionen zu leisten. Ich würde gerne heute zum Abschluss unsere Diskussionsteilnehmer bitten, in wenigen Sätzen einen Ausblick zu versuchen, zu wagen. Wie sehen Sie die Entwicklung in internationalen Capacity-Building-Projekten? Welche Potenziale sehen Sie? Welche Visionen sollten Ihrer Meinung nach verfolgt werden? Gibt es Entwicklungsbedarf? Herr Rabe, vielleicht machen Sie wieder den Anfang. Ja, sehr gerne. Ja, Entwicklungsbedarf, gibt es sicher. Also wir sind ja gerade in der großen Experimentalphase. Also da muss man dann irgendwie evaluieren, was hat funktioniert und was funktioniert nicht. An den Hochschulen könnte man jetzt, wenn man sehr negativ eingestellt ist und vorsichtig, könnte man sagen, es ist natürlich in der Digitalisierung auch eine Gefahr einer weiteren Ökonomisierung der Hochschullehre, sprich, dass das eine oder andere Rektorat plötzlich merkt, auch so Grundkurse oder Elementarkurse, deren Wissen sich jetzt auch nicht jährlich irgendwie verändert, könnte ich ja gleich digital einkaufen. Ja, also das kann ja auch passieren, dass die Hochschule das nicht als willkommene Bereicherung, sondern als willkommenen ökonomischen Ersatz sieht. Das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Punkt 1, also es ist auch ein Geschäftsmodell steckt ja dahinter. Punkt 2 ist vielleicht nochmal also zunächst mal, ich finde das gut nochmal, wenn das ergänzt das, was wir bisher gemacht haben. Finde ich toll und bin ganz gespannt. Das muss man, glaube ich, nicht weiter ausführen, auf das, was da möglich ist. Und das erfahren wir mehr oder weniger auf die eine oder andere Art. Wenn man jetzt mal rauszoomt und sich anschaut, was beispielsweise im Journalismus passiert ist in den letzten 15 Jahren, ja, dann haben gewisse Institutionen, nehmen wir Zeitschriften, nehmen wir die guten alten Nachrichten, die man im Fernsehen schaut und so weiter, dann sind das ja Filter. Die haben Strukturen, die haben eine Art Qualitätsmanagement vielleicht. Und jetzt merken wir, es ist alles oder vieles ist in soziale Netzwerke abgewandert. Das heißt, diese Filterfunktion, ja, diese gemeinsame Plattform, das verschwindet. Erleben wir in der Presse, ist viel diskutiert und so weiter. Jetzt das mal verglichen mit dem Weg, auf den wir uns jetzt so ganz euphorisch begeben, dann ist das, glaube ich, etwas, was wir beachten oder beobachten müssen. Ja? Ist das jetzt so ein Everything goes, ne? Und jeder kann anbieten? Also wer kontrolliert eigentlich noch die Inhalte? Wir fangen jetzt alle an aus mehr oder weniger gefestigten Lehrinstitutionen oder Forschungsinstitutionen so zu reden und finden da unsere neuen Spielzeuge, alles toll. Aber wo geht das hin? Es ist durch einen reinen Zufall, habe ich heute bei einem Gespräch mit einem Kollegen gehört, der hatte mit der Architektenkammer NRW zu tun und hat gesagt, es gibt hier inzwischen jetzt das Angebot einer internationalen Hochschule für das Fernstudium Architektur. Also reines Fernstudium, die hat gar keinen Sitz mehr und die geht hausieren gerade bei allen Kammern in Nordrhein-Westfalen jetzt gerade versucht, die Kammerzulassung zu kriegen davon. Also das heißt, es wäre logisch jetzt, dass so eine Entwicklung in Gang geht, wie wir das bei der Information und bei der Presse
schon erlebt haben. Und da muss man gucken, wie so eine Qualitätssicherung im besten Sinne. Ich kann ja sagen, ich finde das doof, was der Kollege macht, ja, aber es gibt ja doch Konzepte oder irgendwie Qualitätssicherung. Und das nochmal zu edX zurück, das ist so ein bisschen natürlich ein Ansatz, den solche zentralen Online-Plattformen haben, dass es da gewisse Filterfunktionen gibt, glaube ich. Und das wäre der zweite Punkt. Wir müssen aufpassen, dass dieses reichhaltige Angebot, dass das nicht fragmentiert irgendwo steht. Dass also jemand, auch die neuen Nutzergruppen, das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass wir viel mehr Leute erreichen können, dass die überhaupt wissen, wo sie gucken müssen. Ja? Also, und jetzt macht so jeder ein bisschen sein eigenes Format. Das DAI hat wunderbare Lehrfilme jetzt. Die UNESCO hat im Bereich Cultural Heritage hat ihre Filmchen und so weiter. Also das wäre etwas, was sicher entwickelt werden müsste. So mehr oder weniger zentraler Zugang, so eine Art Wiki oder so. Ja? Das sind so die Sachen. Also positiv, aber in anderen Bereichen ist es auch irgendwie ja schiefgegangen, möchte ich nicht sagen, aber in eine Entwicklung gelaufen, die wir nicht mehr so richtig nachvollziehen oder verstehen können vielleicht. Ja. Caitlin, bist du online? Wie sieht deine Vision aus für deine beiden Studiengänge? Können jetzt alle Leute aus Kairo in Cottbus mitstudieren und das rundum im ganzen Jahr? Well, from the perspective of, I can only speak from the perspective of a lecturer, but I mean, it's a little bit repetitive, but what is most important for me is making sure that at least our programs are accessible for everyone, and that, each student is somehow able to get that experience of working with and learning from their fellow students from all around the world from various backgrounds. So I think in the future, obviously we'll, at least from a personal perspective, I will, take the students' feedback and try to make my courses as accessible as possible. But I'm really, really interested in just finding ways to kind of simulate the interactive experience of World Heritage Studies and HCSM. So, I mean, this is a little bit specific, but what I was thinking for in terms of working more closely with Helvan and the students who either aren't able to come to Cottbus or aren't able to go from Cottbus to Helvan is figuring out ways to work more closely with lecturers in Helvan. So finding ways to perhaps put the theoretical content online to make sure that no matter where the students are, they're able to have similar content, so they're getting the concepts that are being taught in the course, but then finding ways to have concurrent practical work that will allow them to actually implement these concepts in real life. So, I mean, I haven't done this yet, so I guess, I can see this working very well. I can report back in the future, but I feel like that might be a way to sort of, again, to create a blended learning environment where they get the course content, but they also get to have that interactive experience. So that's, of course, in Corona, that might not be possible, but I think looking further into the future, this might be a way to make both HotCSM more inclusive and to make sure that students who are based in both universities are getting very similar experiences. So I know that's a little bit more specific, but that's where my mind is right now. Ja, aber ich fand, es kam sehr gut raus, dass der Bedarf wieder der gleiche ist. Im Prinzip das Vernetzen und die Sammlung von Ressourcen und die Zugänglichkeit. Herr Lorenz, was ist denn Ihre Vision für die Zukunft? Das ist jetzt natürlich eine sehr offene Frage. Ich kann jetzt ungefähr sagen, auch was der DAD sich vorstellt. Also zunächst mal ist es natürlich auch so, der DAD hat eine besondere Perspektive auf Digitalisierung, und zwar immer Internationalisierung durch Digitalisierung. Das heißt, der Blick ist immer auf internationale Mobilität oder internationale Kooperation. Und die Vision ist ohne Frage, dass der DAD auch sich das Ziel setzt, hier gewisserweise nicht unbedingt eine Richtung vorzugeben, aber Richtungen aufzuzeigen, wo Möglichkeiten existieren, eben digitale Instrumente zu nutzen,
um Internationalisierung zu schaffen, auch wo sie vielleicht noch nicht existiert, sie aufrechterhalten, wo sie eventuell bedroht wird, oder eben auch eine Nachhaltigkeit eben zu schaffen, die vielleicht aktuell noch nicht gegeben ist von internationalen Kooperationsformaten. Dafür tun wir tatsächlich auch schon einiges. Eben, ich habe ja schon diese Programme unserer Projektförderung genannt, die sich ja auch damit beschäftigen, dass man internationale Studiengänge aufbaut, die digitale Formate nutzen. Allerdings versuchen wir auch als Organisation dort ja gewisserweise auch Wissenstransfer zu leisten. Auch Sie hatten am Anfang bei der Frage an den Professor Rabe von Kompetenzaufbau, von Capacity Building und Kompetenzaufbau gesprochen. Das ist auch eines der Ziele, das wir uns setzen. Wir orientieren uns da an dem europäischen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen, wo wir eben sowohl unter unseren Geförderten, aber auch in unsere Mitglieder, also die Hochschulen, die deutschen Hochschulen, in gewisser Weise auch hineinwirken wollen und zum Kompetenzaufbau im Rahmen unserer Möglichkeit beitragen wollen. Das heißt, wir versuchen uns auch in die Richtung wirklich stärker zu entwickeln und auch in gewisser Weise Service- oder Dienstleister unserer Zielgruppen zu sein. Besten Dank. Sebastian, du hast die abschließenden Worte. Welche Vision wagst du? Ich möchte mich auf jeden Fall erstmal allen anschließen, die gesagt haben, dass es nur eine Ergänzung sein kann. Also wir haben festgestellt, dass es wirklich ganz, ganz wunderbar funktioniert hat. Wir waren irgendwie auch begeistert davon am Anfang, ne, wie wir da alle so in diese neuen digitalen Formate uns reingestürzt haben, weil es auch irgendwo eine ganz neue Welt war, die sich da erschlossen hat, also aus unserer Perspektive. Ne? Ich habe es ja eingangs gesagt, dass es ja an anderen Stellen schon längst gang und gäbe war. Aber dann auch wieder jetzt mittlerweile festgestellt, es funktioniert halt nicht alles. Also wir können nicht einfach irgendwie jedes Konzept nehmen, was einmal in Live funktioniert hat, einmal online drüber schreiben und dann ist es fertig. Ja? Aber dass es auf absehbare Zeit ein Bestandteil unserer Arbeit sein wird, diese Fernpraktika weiter anzubieten, das steht außer Frage. Das hat einfach dafür viel zu gut funktioniert. Es kommt den Bedürfnissen erstens der Studierenden offenbar entgegen, weil die Nachfrage ist hoch. Und wir haben es ja auch so konzipiert, dass wir anhand dieses ersten Beispiels, was wir da gemacht haben, da auch einen Rahmen gestrickt haben, damit andere von unseren Standorten das übernehmen können. Und so kommen halt jetzt mehr und mehr nach und nach ein Fernpraktikum nach dem anderen mit rein. Also es funktioniert einfach und ich merke einfach auch ganz für den persönlichen Bereich der Arbeit, ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, was die an Arbeit abgeliefert haben, das war wirklich echt gut. Und es ist ja so auch schon ein Sinn von Praktika, also noch von echten Praktika, dass man mal auch guckt, ist da jemand vielleicht dabei, den man später mal auch halt anstellen kann oder noch andere Aufgaben übertragen kann. Ne? Und ich hatte da jetzt 10 Leute auf einmal, wo ich gemerkt habe, okay, also der kann das und für spätere Aufgaben so einen Erfahrungsschatz zu haben, schon mal so dieses ganze Personaltableau, was sich da aufbauen wird, das freue ich mich jetzt schon drauf und auch weiterhin an dem Austausch mit den Studierenden ist es halt einfach eine Sache, die wir ganz gerne in die Zukunft tragen wollen und ich hoffe, dass das jetzt ein gutes, positives Schlusswort gewesen ist. Danke. Ich bedanke mich für alle Statements. Ich würde, glaube ich, für mich selbst zusammenfassen, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe über die ArcaNet-Projekte, über ihre Arbeit, über die ArcaNet-Partner vor allen Dingen, die ja wirklich eine Bandbreite haben. DHD, Universitäten, Projekte, Institute, Förderer, das sind alles verschiedene Sichtweisen und ich hoffe, wir konnten ein bisschen die verschiedenen Sichtweisen hier auch darstellen und zu Wort kommen lassen. Danke nochmal. Die heutige Diskussion hat mir auch sehr viel gezeigt oder sehr gezeigt,
dass es extrem gute Möglichkeiten schon gibt, dass es aber auch noch viel zu tun gibt. Und ich würde Herrn Rabe zustimmen, es kommt sehr auf die Netzwerkbildung, die Absprachen, eine Qualitätskontrolle und wahrscheinlich auch einer übergeordneten Sammlung der Ressourcen und Möglichkeiten ja, darauf an. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir diese Diskussionsrunde vielleicht in einem Jahr nochmal aufleben könnten, um dann im Prinzip mit den Erfahrungen zu arbeiten, die wir bis dahin haben und die Entwicklungen im Prinzip zu resümieren, die bis dahin gelaufen sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, aber natürlich auch wie immer einen großen Dank an die Kollegen in der Technik nebenan und natürlich auch den Zuschauern, dass sie sich zugeschaltet haben und für ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen und auf Wiedersehen.